Gibt es einen göttlichen Plan für das Ganze? Darüber möchte ich mit euch auf Neues Zeitalter TV, der Am Zielerleuchtung, sprechen. Zuerst sehen wir uns dafür einen Videoausschnitt von Mutter Mera an. Herzlich willkommen bei Neues Zeitalter TV, der Am Zielerleuchtung. Heute befinde ich mich vor der St. Thomaskirche in Berlin-Kreuzberg, wo in wenigen Minuten das Darshan von Mutter Mera stattfinden wird. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet. Also vor 2 Tagen habe ich den Impuls bekommen, mal im Internet zu schauen, wann Mutter Mera denn vielleicht in Berlin ist. Habe diesen Darshan gefunden und den letzten Platz bekommen. Also soll es so sein und wie gesagt, ich bin schon ganz gespannt, was mich erwartet. So, ich bin wieder zurück von dem Darshan von Mutter Mera und es war eine ganz schöne Odyssee an einem heißen Tag durch Berlin mit S-Bahn, U-Bahn, Bussen, Schienenersatzverkehr, jeweils 1,5 Stunden fast hin und zurück. Aber es hat sich gelohnt, um Mutter Mera einfach mal wirklich kennenzulernen und in welcher Form sie mit den Menschen umgeht. Ja, Videos von in der Kirche kann ich euch leider nicht bieten, weil es verboten war, dort zu filmen. Insofern kann ich euch also nur davon erzählen und so ein paar Videoausschnitte von dem nehmen, was Mutter Mera eben selber ins Internet gestellt hat. Ja, also als wir dort ankamen, war das schon so, dass tatsächlich diese Tickets, die man vorher ausdrucken sollte, auch kontrolliert worden sind. Dann kam man erstmal in so einen Vorraum, wo verschiedene kleine Büchlein von Mutter Mera ausgelegt waren, die man kaufen konnte und um Spenden gebeten wurde, bevor man dann eben in die eigentliche Kirche kam. Sie war ganz gut besucht, aber auch wiederum nicht überfüllt, so dass eher so beide Seiten vom Gang ganz gut besetzt worden sind. Es waren aber auch noch freie Plätze da so um diesen Altarraum noch vorhanden. Der war so ein bisschen aufgebaut, so etwas erhöht, wo dann der Platz von Mutter Mera war. Wir anderen konnten uns unsere Plätze so halb frei suchen. Es war schon so eine gewisse Auswahl da. Zum Teil wurden wir aber auch angeleitet, uns hierhin oder dorthin zu setzen. Es waren also auch Helfer da, die sehr freundlich das Ganze gestaltet haben. Ja, und dann begann das pünktlich um 15 Uhr. Also auch wenn Mutter Mera eine Inderin ist, hat sie sich da an die deutschen Zeiten gehalten. Und schon bevor sie überhaupt also reinkam, hatte sich dann in der Mitte so eine Schlange gebildet. Und zwar wurde das schon vorher angekündigt, also mit der E-Mail, mit der Bestätigung, dass ich da eben meinen Platz bekommen hätte beim Darshan, habe ich auch gleich so eine Anleitung bekommen, wie man sich eben bei ihrem Darshan zu verhalten hat. Und da ist es so, wenn man da in der Mitte, also den Segen von ihr erbitten möchte, dann muss man da seine Schuhe ausziehen und die Leute knieten in einer Reihe auf dem Weg eben zu ihrem etwas erhöhten Sitz und rückten dann immer auf, soweit ich das sehen konnte. Also ich saß mir in der Mitte, aber ich glaube, es kam auch noch so eine Reihe von der Seite. Und es war dann so, dass die Leute so, ja, so kniend sich ihr näherten, den Kopf neigten. Sie nahm dann ihre Hände und legte sie an den Kopf, gab ihnen ja positive Energie oder einen Segen oder sowas in der Art jedenfalls. Dann sahen die Menschen sie noch kurz an, bevor sie sich dann wieder zurück zu ihrem Platz begaben. Ja, so ging das dann und wenn dann da eben eine Reihe, also bei ihr gewesen ist, dann füllte sich die nächste Reihe wieder neu. Und so ging das dann eben fortlaufend, während die anderen auf den Plätzen nebenbei saßen und ruhig waren. Ja, ich nutzte die Zeit, vom Göttlichen geführt, Liebesenergie in die Kirche zu bringen, so dass diese Menschen, die dort eben gewartet haben, auch noch eine verstärkte Energie bekommen haben. Denn also das ist auch ein Punkt, der jetzt hier wirklich fürs neue Zeitalter gilt, dieses sich dem Göttlichen auf Knien nähern. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und zwar nicht, weil das jetzt hier unmodern wäre oder so, sondern weil es
dem Bewusstseinsniveau nicht entspricht. Dieses sich kniend, anbetend, verehrend dem Göttlichen zu nähern, bedeutet ja, dass es ein Gegenüber gibt, was getrennt von mir ist. So nach dem Motto, die kleine irdische Person und das heilige, große göttliche Gegenüber. Und das stimmt einfach nicht. Wir sind alle göttlich und wir sind alle irdisch und wir sind Botschafterinnen und Botschafter der Liebe. Und es geht eben darum, diese Aufgabe zu erfüllen. Es sind jetzt zwar nicht alle so weit entwickelt, dass sie schon in dieser Liebe sind und verbunden sind und sich deswegen eben mit dem Ego identifizieren. Trotzdem möchte ich auch symbolisch als Handlung das eben mit einbringen, dass es um diese Verbindung und nicht um ein Gegenüber geht. Insofern saß ich dann eben auch da und habe allen Menschen, auch die da jetzt eben saßen, die universelle Liebesenergie gegeben. Mutter Mira macht zum Schluss so einen Abschluss, holt sie auch nochmal das Licht herunter. Allerdings, wenn sie selber nicht vollständig verbunden ist, dann kann sie tatsächlich die universelle Liebesenergie nur anbieten, aber nicht wirklich ganz bis ins Irdische leiten. Das habe ich diesmal auch nur eher zart dosiert getan, einfach weil die Menschen, die zu Mutter Mira gehen, ja eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Und dann wollte ich natürlich auch nicht überdosieren. Das heißt, ich habe die Liebesenergie für 20 Minuten ein wenig verstärkt, aber schon noch in eher etwas schwächerer Dosis. Und ansonsten habe ich das mir einfach eben mal angesehen und möchte nur sagen, wer sich damit jetzt so in dieser Form wohlfühlt, warum nicht? Allerdings ist es tatsächlich eigentlich nicht mehr wirklich angemessen. Mir kam es schon so insgesamt auch so ein bisschen wie so ein Ersatz für einen Gottesdienst vor, für Menschen, die eben nicht christlich geprägt sind, denn es war schon sehr ähnlich. Also da saß nur Mutter Mira, sonst steht eben ein Pastor da vorne oder auf der Kanzel. Die Leute saßen dort, erhofften sich die universelle Liebe, die göttliche Liebe, positive Energie. Und ich denke, diese Atmosphäre, diese Ruhe, das ist da durchaus auch rübergekommen. Und gerade wenn man zur Ruhe kommt, gerät man ja auch leicht in so einen meditativen Zustand. Und wenn dann eben noch universelle Liebesenergie dazugeführt wird, ist das sicherlich auch irgendwo eine schöne Sache. Wie gesagt, wenn auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Also für mich war es jetzt einfach eine interessante Begebenheit, mir das mit anzusehen, das Ganze aus dem Universellen heraus auch noch ein Stück weit zu unterstützen. Denn es gibt einen universellen Plan. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal die Ansicht von Mutter Mira zu Wort kommen lassen, bevor ich dann meine dagegen stelle. Denn das neue Zeitalter, da geht es um das Projekt Liebevolle Erde. Und dieses Projekt Liebevolle Erde, das ist absolut zielgerichtet. Like she says, a kind of aim, not my aims, but an aim maybe from the divine to say this life is aimed on this. As nichts geplantet was, du musst machen das und das. Du 99%, du musst selber suchen, was du willst machen. Okay. Da ist kein Plan von divine. Okay. Du gehst Schule, du lernst deinen Beruf, du arbeitest nichts. Das hängt persönlich deiner Wünsche. Mutter Mira bezieht sich mit ihrer Aussage auf den freien Willen der Menschen, der jedoch in die Entwicklung des universellen Ganzen eingebettet ist. Alle Menschen sind miteinander verbunden und werden vom göttlichen Ganzen aus zielgerichtet geführt. Die Menschheit als Ganzes entwickelt sich allmählich auf das höhere Bewusstseinsniveau des neuen Zeitalters, der am Zielerleuchtung hin. Wenn ich vor einem Hindernis stehe oder eine Entscheidung fällen muss, wie kann ich spüren, in welche Richtung es gut ist? Ich meine, oder ist egal? Das kommt einfach so. Das kommt einfach. Nicht so viel denken, was ich muss machen, was kommt vor. Einfach machen. Okay. Einfach machen. Und dann sieht man, wie es weitergeht. Ja, weitergeht. Okay. Ich muss machen oder nichts machen. Nichts bleiben in Zweifel. Das Göttliche gibt Entscheidungshinweise. Manche Menschen
wie beispielsweise Mutter Mera, erhalten diese eher in pragmatischer Form einfach so. Dies ist jedoch nur ein Zugang zum Göttlichen unter weiteren anderen, den aber Mutter Mera offenbar noch nicht einmal als göttliche Hinweise erkennt. Je mehr die weibliche Spiritualität im Bewusstsein dominiert, umso mehr ergibt sich einfach so, und je mehr die männliche Spiritualität im Bewusstsein ausgeprägt ist, umso mehr wird die universelle Führung zu klaren Anweisungen. Menschen, die wie ich eine universelle Aufgabe für das Ganze haben, werden zudem innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens geführt.